So, hey und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es mal um dieses, Linux Mint Design Layout gehen soll. Genau, ihr seht das ja schon so ein bisschen im Hintergrund. Ich würde euch das jetzt einfach mal ganz kurz vorstellen, damit ihr im nächsten Schritt dann entscheiden könnt, ob ihr das euch auch so installieren wollt. Also so generell habe ich das versucht eigentlich in einem gewissen Schwarz-Weiß-Stil zu halten. Das kann man auch hier sehen, wenn ich gerade mal hier das, den Nemo, den Datei-Browser-Manager, wie auch immer, hier herziehe. Das ist auch mit dem Arc Darker Theme, heißt das, glaube ich, gemacht. Sprich, wir haben hier ein bisschen weiß, aber auch immer dieses dunkle Schwarz drin. Das haben wir hier unten auch wieder bei unserer Leiste. Die ist auch eigentlich komplett schwarz, aber wenn man jetzt das Startmenü öffnet, dann sieht man, das ist eigentlich, relativ weiß, hätte ich mal behauptet. Genau, was gibt's noch? Ich habe noch so ein paar Applets hier in der Leiste, darüber werde ich später noch reden. Und hier oben links haben wir noch, eine Uhr mit ein paar Statusinformationen zu unserem System. Da wird auch der Wochentag und, das Jahr angezeigt, falls man ausnahmsweise mal das Jahr vergessen hat. Und genau, hier rechts ist auch nochmal eine gewisse Anzeige, da wird einem einfach nochmal angezeigt, welche Programme denn wie viel CPU-Leistung oder auch RAM-Leistung in Anführungszeichen verbrauchen. Genau, hier unten links, das könnt ihr machen, wenn ihr darauf Bock habt. Da sind einfach noch so ein paar Anzeigen, wie voll die Festplatte ist und ich glaube auch nochmal zum RAM-Verbrauch, falls einem das oben dann nicht genügt. Und jetzt hätte ich mal gesagt, im nächsten Schritt zeige ich euch mal, wie man das Ganze installiert. So, ich befinde mich hier jetzt gerade mal auf einer frischen Installation von Linux Mint 19.1 Cinnamon. Das Ganze läuft hier in einer VM, aber ist nicht ganz so wichtig. Kann bloß sein, dass der Hintergrund irgendwann mal rumbuggt, deshalb nicht wundern. Also, zuallererst öffnet ihr jetzt euer Terminal mal. Und in dieses geben wir jetzt ein paar Befehle ein. Die sind auch alle in der Videobeschreibung. Einfach da rauskopieren und hier einfügen. Mit Steuerung Shift und V geht das. Sudo apt-get install arctheme machen wir einmal. Dann müsst ihr einmal euer Passwort kurz eingeben. Und dann sollte sich das auch schon runterladen. Einfach kurz warten, bis das hier durchgelaufen ist. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Schritt. So, im nächsten Schritt installieren wir uns dann auch das Icon-Theme, also dass unsere ganzen Icons hier unten so ein bisschen anders aussehen oder generell anders aussehen. Und das machen wir mit dem folgenden Befehl sudo apt repository ppa:/ppa. Ja, das fügt ein PPA, sprich eine Fremdquelle zu eurem System hinzu. Wenn ihr das Ganze nicht machen wollt aus irgendwelchen Sicherheitsbedenken, dann könnt ihr euch das auch über GitHub die Icons runterladen. Einziges Problem dabei ist, dass nicht alle Icons dabei sind. Da gibt es echt auch noch einen Umweg, aber ich werde das jetzt einfach mal über diese Lösung machen. Einfach den Command hier eingeben, kurz warten, dann nochmal Eingabe drücken und zack. So, jetzt im Anschluss machen wir nochmal ein kurzes Update, damit das hier auch die neue Paketquelle einlesen kann. Also, dann der nächste Command. Das hier wäre sudo apt install numix icon theme circle. Einmal bestätigen hier eingeben und dann noch einmal mit Ja oder einfach J oder Y bestätigen. Dann lädt sich das hier auch runter und installiert gleich das Ganze. Wir müssen hier jetzt ganz kurz warten, sollte aber nicht allzu lange dauern. Da unten ist auch ein schöner Fortschrittsbalken, der dann jetzt auch theoretisch irgendwann über die 9% Grenze kommt. Genau. So, gut, dann haben wir jetzt eigentlich schon mal die Themen runtergeladen, die wir auch brauchen, zumindest fast. So, das Terminal könnt ihr jetzt mal kurz minimieren, das braucht ihr jetzt erstmal nicht mehr. Wir gehen jetzt mal in den Einstellungspunkt Themen, also einfach Themen eingeben, Enter und dann öffnet sich das auch gleich. Und hier sind wir jetzt in dem Themenfenster. So, wir brauchen jetzt noch eine Sache und die gibt es ja auch ganz offiziell. Da einfach mal auf Hinzufügen, / entfernen klicken und dann hier steht vielleicht auch bei euch, Ihr Zwischenspeicher ist nicht aktuell, möchten Sie ihn aktualisieren, da einmal kurz auf Ja drücken. Genau, und dann seht ihr hier ganz viele verschiedene Themen. Da könnt ihr euch auch irgendwas runterladen, falls ihr was anderes schöner findet. Wir suchen hier jetzt aber im Rahmen des Tutorials mal nach Adapter und zwar das normale Adapter, das hier sollte es sein. Einfach herunterladen mit diesem, Download-File hier. Dann kommt hier unten ein kleiner Balken, der ist jetzt bei mir schon durch. Und dann können wir wieder zurück auf Themen gehen, dann sollte das Ganze heruntergeladen sein.
So, ich hätte gesagt, wir gehen hier jetzt einmal von unten nach oben durch. Wir fangen an mit dem Schreibtisch. Da drücken wir einmal drauf und hier solltet ihr jetzt auswählen können, Adapter, das sollte da irgendwo sein, wenn ich es finde, genau da oben. Und einmal raufklicken und jetzt seht ihr schon, jetzt habt ihr diese schwarze Leiste und wenn ich hier mal das Menü öffne, dann ist das jetzt auch so weiß. Das sieht jetzt natürlich noch nicht ganz so aus, denn es fehlen noch ein paar Schritte. Wir brauchen jetzt noch bei der Steuerung einmal den Punkt Arc Darker hier auswählen. Dann hat es das auch schon mal übernommen, sieht eigentlich auch schon ganz schick aus. Dann bei den Symbolen, da jetzt auch nochmal drauf drücken und dann nehmen wir jetzt hier Numix Circle, einfach einmal auswählen. Zack und ja, dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Dann nur noch hier oben auf Arc Darker. Jetzt haben wir schon mal so das Grundthema installiert. Ich finde, das sieht an sich schon mal ganz schick aus. Jetzt kommen wir noch zu so ein paar zusätzlichen Sachen, wie zum Beispiel dieser Uhr da oben. Wobei davor könnt ihr euch natürlich noch irgendein anderes Hintergrundbild setzen, falls ihr gerade Linux Mint ganz neu installiert habt. Wobei ich echt sagen muss, die vorinstallierten sehen echt gut aus. Genau, ein Hintergrund, den ich euch empfehlen kann, der zu dem ganzen Thema ganz gut passt, ist dieses Bild mit dem Fluss drauf. Ich verlinke euch das einfach mal. Und ansonsten kann ich euch hier auch nochmal den Link zu meiner Website reinpacken. Die ist zwar etwas outdated und ja, überall müsste die mal general überholt werden. Aber ich habe auch ein kleines Hintergrundbild, falls euch das gefällt. Das ist das hier. Einfach den oberen Download am besten wählen. Dann kommt ihr hier auf eine top seriöse Mediafire-Seite und da downloaden. Ach ja, und die komische Werbung im Hintergrund am besten schließen. Ach ja, Mediafire, wer kennt's nicht? Ich entpacke das hier einfach mal ganz kurz und genau, das sind mehrere Bilder drin. Ich nehme hier einfach mal das hier. Genau, das war es jetzt aber dann auch erstmal mit der Eigenwerbung. Jetzt geht es dann weiter mit Schritt 3, was wäre nämlich eine Uhr dazu installieren und diese Leiste, die euch anzeigt, wie viel CPU und RAM euer Rechner gerade verbraucht. Ja, dafür müsste ich euch ganz kurz mal oben rechts ist eine Infokarte jetzt wahrscheinlich, denn dafür müsst ihr euch ein extra Programm namens Conky installieren. Da habe ich ein kleines Video dazu gemacht, also wenn ihr Conky noch nicht installiert habt, dann würde ich euch einfach mal bitten, da jetzt kurz hinzugehen und euch das, wie in dem Tutorial da zu installieren. Dann könnt ihr gleich weitermachen, also in dem Sinne, ja, schaut es euch einfach mal an und dann bis gleich. So gut, wenn ihr dann jetzt Conky installiert habt, dann solltet ihr hier unter anderem in eurem Home-Verzeichnis einen .conky-Ordner haben. Wenn der nicht da sein sollte, kann das auch daran liegen, dass ihr die versteckten Dateien nicht angezeigt habt. Dann einfach nochmal STRG H drücken. Also dann sollte das euch auch angezeigt werden, wenn ihr denn jetzt gerade Conky installiert habt. Dann hier einmal in den Ordner gehen und ja, dann habt ihr euch jetzt vielleicht auch schon diese Conky RC irgendwas Datei erstellt, die brauchen wir hier jetzt gleich. Ich habe euch insgesamt 2 Paste-Bin-Links in die Beschreibung kopiert. Die öffnet ihr am besten mal beide. So, das ist jetzt einmal, genau, hier haben wir jetzt einmal den ersten offen und da ist der zweite. Um den jetzt zu kopieren, könnt ihr im Prinzip einfach hier auf RAW klicken, dann einmal STRG A und STRG C zum Kopieren. Dann öffne ich hier jetzt einfach mal diese Conky RC1 Datei. Die ist bei mir im Moment komplett leer und da kopieren wir jetzt einfach den Text rein und drücken mal auf Speichern mit STRG S. So, als nächstes machen wir noch eine Conky RC2 Datei, denn wir haben ja 2 solche, solche Conky Widgets oder so. Deshalb mache ich einfach hier neues Dokument und das .conky RC2. So, die öffne ich jetzt auch wieder und mache das einfach genau gleich wie gerade eben. Drücke hier wieder auf RAW bei der zweiten Paste-Bin-Vorlage, STRG A, STRG C und STRG V. Dann wieder speichern und jetzt haben wir 2 so Dateien. Jetzt könnt ihr noch mal ganz kurz gucken, ob hier auch in eurem Skriptverzeichnis oder wo auch immer ihr jetzt den Startskript davon hingelegt habt, ob da drin auch die Conky RC1 und die RC2, also RC1 und RC2 müssen dann auf jeden Fall verlinkt sein, falls nicht, dann noch hinzufügen.
Und wenn das der Fall ist und ihr das Ganze auch vorher wie im Tutorial in den Autostart habt, dann könnt ihr euch jetzt mal kurz abmelden und wieder anmelden. Oder nee, viel bessere Idee, ihr sucht jetzt einfach nach dem Punkt Startprogramme, da solltet ihr das vorher abgespeichert haben. Wenn nicht, dann einfach noch auf die Infokarte und nochmal schauen, ob ihr das irgendwie vergessen habt oder so. Und da sollte jetzt irgendwie Conky Autos Start oder sonst was sein, da einfach kurz auf das Zahnrad drücken zum Jetzt ausführen und schon sehen wir, das sind jetzt auf jeden Fall die zwei Sachen da. Es gibt jetzt noch einen kleinen Bug und zwar ist das bei der einen von den beiden Dateien so, das liegt da irgendwie an Pastebin, das ist ein bisschen doof. Ich bin mir jetzt allerdings gerade nicht sicher, welche es war. Was ihr am besten da macht, um das wieder wegzubekommen, und zwar hier unten einfach noch ein paar Mal Enter drücken, speichern und ja, ich habe die richtige erwischt. Dann ist das ja auch ganz drauf. Das macht jetzt, soweit ich weiß, auch nichts, wenn ihr hier drüben das auch nochmal macht. Genau. Jetzt ist das hier ganz drauf, das hier ganz drauf. Und im Prinzip haben wir jetzt schon mal fast alles geschafft. So, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was an der Stelle passiert war. Irgendwie wurden meine Desktop-Symbole da nicht mehr angezeigt. Was ich jetzt im Endeffekt gemacht habe, falls jetzt bei euch auch das Problem auftreten sollte. Ich habe einfach kurz Conky im Task Manager geschlossen, den Autostart deaktiviert, mich nochmal abgemeldet, angemeldet. Dann waren die Icons wieder da. Dann wieder das Teil, also Conky im Autostart aktiviert, abgemeldet, angemeldet und jetzt geht's auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass das hier kein temporärer, kein dauerhafter Fehler ist. Sollte aber hoffentlich, ja, so gehen. Genau, wie gesagt, was ich jetzt noch gerne mache, wären ein paar Applets hier hinzuzufügen zur Leiste. Dafür einfach hier rechtsklicken und Applets zur Leiste hinzufügen. Genau, was eigentlich auch schon vorinstalliert, was ich auch immer ganz gerne noch hier reinnehme, ist heute habe ich es mit meinem Deutsch, die Arbeitsflächenübersicht. Hier einfach auf das Plus drücken und dann kommt die hier auch schon ganz rechts. Ich mache es bei mir meistens so, dass ich das hier dann rüberziehe, also diese Arbeitsflächenvorschau, wie auch immer. Und dann hier links einfüge neben dem Desktop-Verstecken-Symbol. Da kann man einfach drauf gehen und sieht seine verschiedenen Arbeitsflächen. Ist eigentlich ganz cool. Dann für alles weitere können wir hier auch nochmal auf Herunterladen und den Zwischenspeicher aktualisieren lassen. Und da einfach nach dem Applet Brightness and Gamma suchen. Das können wir hier mit dem Download-Knopf runterladen. Dann wieder auf Verwalten und hier auf das Plus drücken. Genau, dann wird das hier auch schon hinzugefügt. Nein, ich habe gerade auf die Systemverwaltung gedrückt, oder Aktualisierungsverwaltung. Genau, da kann man so ein bisschen mit der Helligkeit rumspielen. Ihr könnt da auch noch einen Rechtsklick drauf machen, einrichten und noch auswählen, dass hier bei der grafischen Benutzeroberfläche nur die Helligkeit angezeigt wird. Das mache ich jedenfalls, weil ich das andere Zeug eigentlich nicht brauche. Und da kann man dann immer schön bequem auch noch die Helligkeit mit dem Regler einstellen. Was ich mir auch noch oft runterlade, ist das Applet Redshift. Das macht einfach, wenn es dunkel wird und Abend, dann kann man das einschalten und dann hat alles so einen gewissen Rotton, was einfach für die Augen angenehmer ist. Das will sich ja auch schon automatisch anschalten, das schalte ich hier mal gerade wieder aus. Genau, das letzte, was ich jetzt so noch hier vorgesehen habe, ist dieses Kreis-Applet, oder nee, Desklet ist das, glaube ich, in dem Fall. Einfach nach Desklet suchen, das Programm öffnen und dann auf Herunterladen, den Zwischenspeicher wieder aktualisieren und dann ist hier auch schon, ja, das Disk oder der Disk Space, das Desklet. Da könnt ihr es euch auch wieder runterladen und Schrägstrich installieren. Dann hier wieder rübergehen und auf Plus drücken. Und dann seht ihr hier schon, das wird hier so ganz toll einfach auf den Bildschirm geschoben. Das könnt ihr euch jetzt eigentlich hinschieben, wo ihr wollt. Da können wir jetzt auch nochmal auf Einrichten gehen, dann haben wir noch ein paar mehr Optionen. Achso, und was allgemein noch gut ist, bei den Desklets hier bei den allgemeinen Einstellungen, hier einfach ohne Verzierung auswählen. Dann ist das schön transparent, wenn man es gerade hier nicht ausgewählt hat. Und genau, dann sieht das um ein Vielfaches schöner aus, finde ich. Hier haben wir eben noch ein paar Einstellungen für das Desklet selbst. Da könnt ihr noch alles mögliche wie Größe, Textfarbe und Kreisfarbe. Die können wir hier auch auswählen. Das mache ich einfach mal auf Orange. Ups, nee. Orange und bestätigen.
Und hier können wir übrigens auch noch auswählen, was überwacht werden soll, der Arbeitsspeicher oder irgendeine Festplatte oder sonst was oder ein Ordner. Genau, finde ich im Großen und Ganzen eigentlich recht cool. Ich packe mir das hier jetzt einfach mal hin. Ihr könnt euch auch mehrere von den Dingern hinzufügen. Genau, das würde ich aber an der Stelle dann eigentlich auch euch überlassen. So, ja, dann wäre es das aber jetzt eigentlich auch schon für diesen Designvorschlag. Falls ihr eigene Designvorschläge habt, dann kann es sein, dass ich bereits meinen eigenen Discord habe. Da könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen, da könnt ihr dann eure eigenen, ja, Designvorschläge reinschicken, weil vielleicht habt ihr ja auch ganz coole Ideen. Genau, und ansonsten gebt mir doch gerne ein wenig Feedback in den Kommentaren und schreibt, wie ihr dieses Design so an sich findet oder auch gerne Verbesserungsvorschläge für dieses spezifische Design. Falls ihr Probleme hattet oder habt, könnt ihr die auch gerne da reinschreiben. Und ja, was ich auch noch empfiehlt, ist einfach mal kurz einen Blick in die Videobeschreibung zu werfen, falls da noch irgendwelche Anmerkungen oder sonstiges steht, was sich vielleicht verändert hat, falls irgendwas nicht geklappt hat. Und ansonsten war es das jetzt eigentlich auch für dieses Video. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne noch eine positive Bewertung da und auch gerne ein Abo.